Shalom, Shalom. Noch ein paar Sachen. Also eine Sache, die mir eingefallen ist, durch das Spirit für diese Lektion, für das Wort durchhalten, ist, ihr müsst verstehen, dass wir weiter pushen müssen. Okay, das heißt durchhalten. Okay, lasst den Prison mal lesen, Matthäus 24,13. And he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Und der bis zum Ende durchhält, der soll gerettet werden. Der bis zum Ende die Arbeit macht, der bis zum Ende kämpft, der bis zum Ende loyal zu YAHAWAH ist. Was heißt Arbeit machen? Weiter pushen, weiter arbeiten. Der seine Hand nicht von der Arbeit wegnimmt. Der wird gerettet. Das heißt, wir müssen weiter pushen, wir müssen weiter arbeiten, wir müssen weiter kämpfen in YAHAWAH. Wir müssen weiter uns alles geben für unseren himmlischen Vater, KABAD. Straight up, wir müssen wirklich weiter pushen the truth. Das heißt es durchzuhalten, weiter zu kämpfen. Okay? Weiter zu leiden, weiter uns durchzuarbeiten, weiter die Arbeit in Standhaftigkeit und Eifer und Fleiß zu machen, egal was um mich herum abgeht. Egal wie gut es ist, egal wie schlecht es ist, egal wie verrückt es gerade um dich herum ist, dass du weiter glaubst in YAHAWAH, dass du weiter pushst und weiter deinen Glauben manifestierst durch die Arbeit, die du tust. Dass deine Arbeit sprechen lässt, mehr als deine Taten, als deine Wörter, Salaki, dass du deine Taten sprechen lässt, anstatt deine Wörter. Okay, aber lass kurz in der Blue Letter zum Wort Endure gehen. Salaki. To remain. Weiterhin zu bestehen. Okay? To tarry behind. To remain, abide, to recede or flee. Okay? To preserve under misfortune and trials, to hold fast to one's faith in HAMASHYACH. Das heißt, am Glauben festhalten in YAHAWASHI. To endure, bear bravely and calmly. Okay, zu ertragen, mutig und gelassen. Das heißt es zu durchhalten, okay? Wir müssen weiter arbeiten, YAHAWAH. Wir müssen weiter kämpfen, YAHAWAH. Can't water YAHAWAH. KADASH. 2. Timotheus 2 und 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Yahushua Mashiach. Halte du Härte durch wie ein guter Soldat von Yahushua Mashiach. Wir sind Soldaten. Sie sagt es doch, arm yourself likewise. Rüstet euch selber damit aus, okay? Bekleidet euch damit. Mit dieselben Leiden, guck mal, wie Yahushua. Das heißt, wir müssen bereit sein zu leiden, weiter zu pushen, weiter zu kämpfen in YAHAWAH, KADASH. Weiter durchzuhalten. Die Wahrheit zu pushen, weiter und weiter, wie die Ältesten passt seit 30 oder mehr Jahren. Weiter zu kämpfen, egal was um dich herum abgeht. Weiter die Hand dran zu haben, weiter zu preachen, egal wie das Wetter aussieht. Wie es sagt in 2. Timotheus 4 und 2, 4 und 2, preach the word, be instant in season, out of season. Predige das Wort, seid instant, seid konstant in der Saison und außerhalb der Saison. Reprove, verweist, rebuke, tadelt, okay. Exhort for all long-suffering and doctrine. Ermahnt mit Geduld, mit long-suffering heißt einfach nur Geduld und Doktrine, Lehre, mit dem Wort von YAHAWAH ist sehr geduldig. Und ermahnt eure Brüder, die in der Truth sind, die mit euch leiden, okay, die mit euch weiter kämpfen. 2. Timotheus 2 und 3 nochmal. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Yahushua Mashiach. No man that weareth enlarges himself with the affairs of this life. Das heißt, niemand, der sich sozusagen abrackert, der sich sozusagen kleidet, bekämpft oder kämpft mit den Sorgen von diesem Leben, that he may please him who has chosen. Salaki. Lass das Wort worth kurz nachgucken. Worth. To make a military expansion, to lead soldier to war, to battle, to fight. Das heißt, keiner, der kämpft. No man that warreth enlargeth himself with the affairs of this life. Niemand, der kämpft, vermehrt sich mit den Sorgen von diesem Leben. That he may please him who has chosen him to be a soldier. Das heißt, dass ihr dem gefällt, okay, der euch ausgewählt hat, ein Soldat zu sein. Wer ist das? YAHAWAH. Das heißt, niemand, der sozusagen kämpft,
Lass das Wort enlarge kurz nachgucken. Entangleth. Salaki entangleth. To involve of a thing. To entangle, involven. Das heißt, Salaki, the word YAHAWASHI, no man that worth entangleth himself with the affairs of this life. Niemand, der kämpft, okay, kümmert sich um die Sorgen oder die Sachen von diesem Leben. Das heißt, wir sind in diesem Kampf von YAHAWASHI. Unser Main Focus ist auf YAHAWASHI. Unser Hauptfokus liegt auf YAHAWASHI. Alles andere liegt drumherum nebendran. Aber unser Hauptziel ist YAHAWASHI, so muss es sein. Und natürlich haben wir Tage, wo an Sachen unser Kopf sind, aber wir müssen aus diesen Gedanken direkt wieder raussnappen und uns auf YAHAWASHI konzentrieren, weil das heißt, es weiter zu kämpfen. Das heißt, durchzuhalten. Okay? Salaki, das ist den Priester falsch gelesen. Salaki, das Wort verdreht habe, okay? Aber no man that worth, niemand, der kämpft. Entangleth himself with the affairs of this life. Lass das Wort entangle in Deutsch nachgucken. Passiert manchmal, aber es ist der Spirit. Und straight up YAHAWASHI hat mich das korrigieren lassen. Straight up to the Spirit. Entangle. Wickeln, verschränken, verwirren, umschlingen. Okay, sich verfangen. Niemand, der sich verfängt mit diesem Leben, okay, die Sorgen von diesem Leben, die Sachen von diesem Leben, okay. Niemand, der kämpft, wird sich damit so krass befassen. Wir machen unsere Sachen im Leben, ja, kann, dies und das, was wir tun müssen, aber mehr auch nicht. Nicht mehr oder nicht weniger. Okay, nur was wir tun müssen. That he may please him who has chosen him to be a soldier. Das heißt, wir kämpfen in YAHAWASHI, wir halten durch in YAHAWASHI und verwickeln uns nicht mit diesen Sachen von diesem Leben, damit wir ihm gefallen, der uns ausgewählt hat, ein Soldat zu sein. Wer ist das? YAHWAH, HASHAM, YAHWAHSHI, unser himmlischer Vater. Okay, das heißt, kämpft weiter. Nur ein anderer Aspekt, weil das Durchhalten heißt einfach nur, wir müssen weiter kämpfen. Wie Apostel gesagt hat, so der Spirit. Der Durchhalten heißt einfach nur, weiter in der Wahrheit zu sein, weiter zu arbeiten, weiter zu plauen. Okay, lass den Priester noch holen. Plow. Hand. Das ist ein Luke. 9,62. Du wurde KABAD und es sagt, and Yahushua said unto him, Yahushua sagt zu ihm, no man having put his hand to the plow and looketh back is fit for the kingdom of heaven. Niemand, der seine Hand zur Arbeit ausgestreckt hat und zurückguckt, das heißt aufhört zu arbeiten, ist bereit für das Königreich vom Himmel. Das heißt, niemand, der angefangen hat, in der Truth zu arbeiten, niemand, der sozusagen angefangen hat, in der Truth zu arbeiten, preachen geht und so weiter und so fort und dann zurückguckt, aufhört damit, wieder zurück in die Welt geht, ist bereit für das Königreich von YAHAWASHI. Wir müssen konstant sein, in der Saison, außerhalb der Saison, Tag in, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, wie wir gelesen haben, 2. Timotheus 4,2. Egal wie es ist, egal ob es heiß oder kalt ist, egal ob es warm oder sonst was ist. Egal, was um uns herum abgeht. Egal, welche Situationen sind. Ob wir in der Saison vom Leiden sind. Man kann auch so sagen, in der Saison. In den 4 Jahreszeiten kann, aber spirituell auch. Ob es die Saison vom Leiden ist. Weil es sagt doch in Ecclesiastes 3. Ecclesiastes 3 und 1. To everything there is a season. Zu jeder Sache ist eine Saison. And the time to every purpose under heaven. Und zu jeder Sache unter eine Zeit und eine Zeit für jede Sache unter dem Himmel. Okay, a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted. Das heißt, eine Zeit geboren zu werden, eine Zeit zu sterben, eine Zeit zu pflanzen, eine Zeit, das Gepflanzene rauszunehmen, so ungefähr. A time to kill, a time to heal, a time to break down, a time to build up. Okay, eine Zeit zu sterben, eine Zeit zu heilen, eine Zeit runterzureißen, eine Zeit zu bauen und so weiter und so fort. Das heißt, für alles ist eine Zeit, für alles ist eine Saison. Und egal welche Zeit, welche Saison sie sind, wir müssen weiter pushen. Wir müssen weiter predigen. Egal was um uns herum abgeht. Egal wie schlecht oder gut die Situation aussieht. Egal was in unserer Familie ist so ungefähr. Okay, egal. Ich sage schon, dass wir uns nicht darum kümmern sollen, aber unser Hauptfokus muss auf YAHAWASHI liegen, weil Satan nimmt alles um uns herum und uns von der Truth unser Fokus von der Truth zu nehmen, okay? Unser Fokus abzuwenden. Aber das darf nicht passieren. Wir müssen weiter pushen, weiter kämpfen, weiter arbeiten. KADASH. Okay? Okay, no man that worth entangle himself with the affairs of this life. Niemand, der kämpft, kümmert sich sozusagen, oder lass uns kurz das Wort Affair nachgucken. Affäre, Angelegenheit, Verhältnis. Mit dem Verhältnis, mit den Sachen von diesem Leben. Okay?
mit den Geschäften von diesem Leben. Seht ihr das? Deswegen, kämpft weiter in YAHAWAH und vergesst nicht, wir müssen weiter kämpfen, wir müssen weiter standhaft bleiben. Wir müssen weiter arbeiten. Das heißt es durchhalten. Egal was kommt, egal was passiert um dich herum, du hältst durch und kämpfst weiter. Du arbeitest weiter, Tag in Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Egal welche Situationen sind, welche Saison wir sind. Okay? Solange wir können, solange kämpfen wir weiter, solange gehen wir weiter. Okay? Aber jetzt war es alles, was ich habe. RATAZAH, Part 1, Part 2, mein Aufbau und Edifying durch spürende Kraft und Ermahnen durch spürende Kraft bei Mensch Gnade von YAHAWASHI, HASHAM, KABAD. Die Lektion kam durch spürende Kraft bei Mensch Gnade von YAHAWASHI, HASHAM, KABAD. Nur durch sein Heiligen Spirit der Wahrheit, durch sein KADASH, BARAK YAHAWAH, BARAK HASHAM, KADASH, HALALYAM, HAWAD, WAGABAD, WATAWADAH, BLABNAO, YAHAWAH, HASHAM, KADASH, YAHAWAH, KADASH, BABACHAAH, MALAK, BABACHAAH, BANAO, YAHAWAH, KADASH, BARAK YAHAWAH, BARAK KADASH, THAWADAH, BAMAN, SALAH, YAHAWAH, KADASH, BARAKATAM, WAHABLATAM, WASHALAWAM, to the elect. La HABACHAAYAR, Shalom wa Barakatam.